Hör auf, deine Zeit in unnötigen Sachen zu investieren. Denn jedes Mal, wenn die Uhr tickt, ist eine Sekunde, was von deinem Leben geht und was nie wieder zurückkommen wird. Und damit herzlich willkommen auf meinem Kanal. Bei unserem heutigen Video geht es um Zeit. Bevor ich zum Thema komme, würde ich mich sehr, sehr darüber freuen, wenn du meinen Kanal abonnieren würdest und mich unterstützen würdest. Zurück zum Thema. Oft versuchen wir alles unter einen Hut zu kriegen. Wir versuchen alles möglichst zeitgleich zu beenden. Aber ist das denn möglich, wenn wir versuchen, 10 Dinge zum Beispiel gleichzeitig anzufangen, gleichzeitig auch zu beenden? Und somit geraten wir in Eile. Wenn wir in Eile sind, ist logisch, entsteht Ungeduldigkeit. Und oft versuchen wir auch, dadurch, dass wir ungeduldig sind, in Eile sind, hören wir noch nicht mal bis zum Ende zu, was der andere uns überhaupt sagt. Und wir neigen genau deswegen oft dazu, um Fehler zu machen. Egal wie wir das Ganze drehen und wenden und egal wie oft wir versuchen, Zeit zu sparen, der Tag hat nur 24 Stunden. Deswegen sollten wir das lieber sinnvoll nutzen, anstatt sparsam zu nutzen. Bei mir ist es so, wenn ich jeden Morgen aufstehe, frage ich mich selbst, wie teilst du deine Zeit am sinnvollsten ein? Oder was kannst du heute streichen? Und da fallen mir so einige Dinge ein, die bei mir wegfallen könnten oder die ich verlegen könnte. Am Ende des Tages musst du dich natürlich selbst fragen, was für dich am meisten Sinn ergibt. Denn du kannst natürlich deine Zeit in vielen Sachen investieren, was für dich oder was deiner Meinung nach sinnvoll ist. Aber du musst dich auch immer fragen oder dir muss auch immer bewusst sein, woran kannst du dich nach den nächsten 10 Jahren denn erinnern? Was bleibt dir nach den nächsten 10 Jahren in Erinnerung? Bleibt dir eher was in Erinnerung, wer die SDS-Staffel gewonnen hat? Oder bleibt dir in der Erinnerung, mit wem du die tiefsten oder tiefsinnigsten Gespräche hattest, wo ihr philosophiert habt, wo ihr euch unterhalten habt? Diese Fragen werde ich dir natürlich nicht beantworten können, weil diese Fragen sind speziell an dich gerichtet, was du dich jeden Tag fragen solltest, was für dich am meisten Sinn ergibt. Aber ich kann dir etwas ans Herz legen. Wir laufen oft im Leben hinter unnötigen Sachen her, hinter unnötigen Menschen her, die für uns absolut nicht relevant sind. Aber dennoch versuchen wir, die zu beeindrucken. Oder etwas, was noch nicht mal unsere Perspektive, unsere Ziele sind. Wir scrollen zum Beispiel tagtäglich die ganzen Videos durch, gucken die zu uns zu Ende und die haben noch nicht mal eine Message. Die vermitteln uns so gut wie gar nichts. Aber wir gucken uns die trotzdem an. Was verlieren wir denn dabei? Zeit, nicht nur unser Handy-Akku. Und deswegen sollten wir uns bewusst sein, mit was wir uns beschäftigen. Viele sagen, meine Zeit ist Gold wert. Aber Gold kannst du dir letztendlich kaufen. Gold ist bezahlbar. Geld kannst du auch verlieren oder ausgeben. Aber nach einer Zeit kannst du dir wieder verdienen. Aber wenn Zeit weg ist, ist die Zeit weg. Und die Zeit kann durch nichts auf diesem Planeten ersetzt werden. Die Zeit kannst du nie wieder zurückholen. Auch wenn es nur eine Sekunde ist. Aus diesem Grund sollst du nicht deine Zeit sinnlos nutzen. Denn die Zeit, die weg ist, wird nie wieder zurückkommen. Aber setz deine Zeit lieber sinnvoll ein. Mach das, was du schon immer machen wolltest. Mach das, was dir Bock macht. Und somit sind wir schon am Ende des Videos angekommen. Es würde mich sehr, sehr freuen, wenn du meinen Kanal abonnieren würdest. Und die bisherigen Videos kannst du sehr gerne in der Playlist anschauen. Vielen Dank fürs Zuschauen.